Hola und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf I Love Kuba. 2025 war ein Jahr, das uns alle bewegt hat, politisch, wirtschaftlich, menschlich. Ein Jahr voller Krisen, voller Wendepunkte, voller Momente, in denen Kuba gezeigt hat, wie verletzlich das Land ist. Aber auch, wie stark. Ich habe dieses Jahr Kuba so intensiv begleitet wie selten zuvor. In meinen monatlichen Updates habe ich versucht, Ordnung in ein Chaos zu bringen, das manchmal größer war als Worte. Und dennoch gab es Momente, gerade in unseren eigenen Blogs, in denen ich gespürt habe, warum Kuba trotz allem eine unglaubliche Kraft ausstrahlt. Wenn euch diese Art der Inhalte gefällt, unterstützt den Kanal gerne mit einem Abo. Jetzt aber starten wir mit einem großen Rückblick auf Kuba 2025. Ein Jahr zwischen Krise, Hoffnung und Realität. 2025 begann mit einer Erkenntnis, die uns im Laufe des Jahres immer wieder begleiten sollte. Kuba steckt in einer tiefen wirtschaftlichen und strukturellen Krise, die sich nicht mehr überdecken lässt. Bereits im Januar lag der informelle Straßenkurs bei rund 340 Peso pro Euro, ein Wert, der zeigt, wie wenig Vertrauen die Bevölkerung in staatliche Finanzsystem hat. Gleichzeitig kündigte die Regierung ein neues Wechselkurssystem an, das flexibler und marktnäher sein sollte. Ein Schritt, der zwar Hoffnung machte, aber von vielen Experten nur als kurzfristige Maßnahme gesehen wurde. Währenddessen rutschte die Zuckerindustrie weiter in den Abgrund. Von Millionen Tonnen Zucker in der Vergangenheit auf nur noch rund 300.000 Tonnen. Eine Branche, die einst ein nationales Symbol war, stand 2025 kurz vor dem Kollaps. Und mitten in dieser wirtschaftlichen Sorge hinein starteten Fluggesellschaften neue Verbindungen nach Kuba. Trotz allem blieb die Insel ein Ziel für Reisende. Und genau in diesen Gegensätzen, Krise hier, Hoffnung dort, begann das Jahr 2025. Das Frühjahr brachte kaum Entlastung. Die Energiekrise verschärfte sich weiter, Tankstellen blieben geschlossen, viele Menschen standen stundenlang oder sogar tagelang an, ohne zu wissen, ob sie am Ende überhaupt Treibstoff bekommen würden. Gleichzeitig drohte das Stromnetz an mehreren Stellen zu kollabieren. Mehr als die Hälfte der Kraftwerke war technisch überaltert. Die Tage, an denen das Land die benötigte Energie nicht mehr erzeugen konnte, häuften sich. Auch politisch wurde der Druck stärker. Die USA verschärften Sanktionen erneut, setzten Kuba zurück auf die Liste der terrorunterstützenden Staaten. Ein Schritt, der massive wirtschaftliche Folgen hatte. Man merkte, 2025 würde kein leichtes Jahr werden. Gleichzeitig entstanden neue Verbindungen, etwa Direktflüge von Iberojet nach Zentralkuba. Kleine Lichtblicke, die sich wie dünne Fäden durch ein ansonsten graues Bild zogen. Im Mai und Juni zeigte sich, wie groß der Druck auf Bevölkerung und Staat geworden war. Airbnb stoppte Auszahlungen nach Kuba, ein harter Schlag für die Privatwirtschaft, die ohnehin schon ums Überleben kämpfte. Viele Casa-Inhaber verloren über Nacht ihre wichtigste Einnahmequelle. Die Tourismusbranche stürzte weiter ab und die ersten Monate zeigten schon einen Rückgang von rund 30% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig verschärften sich soziale Spannungen. Busangriffe in Havanna, massive Engpässe im Nahverkehr, wachsende Frustration. Dazu kam die Zuckerkrise, die sich zum nationalen Problem entwickelte, mit Folgen für Romproduktion, Export und Arbeitsplätze. Und doch gab es auch hier Momente der Hoffnung. Russland kündigte Investitionen an, die Zigarrenindustrie meldete Rekordumsätze und erstmals seit Jahren zeichnete sich Bewegung im Bereich Kryptowährung ab. Eine mögliche Alternative für Geldtransfers. Der Sommer brachte wenig Erleichterung.
Die Regierung setzte Influencer auf eine Terrorliste. Die Spannungen mit den USA stiegen weiter und während das Land außerpolitisch Druck spürte, öffnete es gleichzeitig langsam neue Türen. Die Touristenkarten wurden verlängert, das E-Visa-System angekündigt, der Fokus lag wieder stärker auf Digitalisierung. Doch intern verschärfte sich die Lage. Der Peso verlor weiter an Wert, der informelle Markt erreichte Rekordstände, 410 Peso für einen Dollar, 457 für einen Euro. Für die Menschen bedeutete das weniger Kaufkraft, weniger Möglichkeiten, weniger Perspektive. Wer schon mal in Kuba war, weiß, wie anstrengend die Hitze und die langen Tage sein können und wie schwer es ist, dort mal was Erfrischendes ohne Zucker zu finden, wenn ja, man mal was anderes als nur Wasser trinken möchte. Wenn du nach Kuba reist, wirst du schnell merken, fast alle Softdrinks dort sind extrem süß. Und genau das ist der Punkt. Holy ist die Alternative, wenn du auf Geschmack stehst, aber auf Zucker verzichten möchtest. Ich trinke meistens den Holy Iced Tea oder Hydration. Super erfrischend, null Zucker und ideal, wenn du konzentriert bleiben willst, ohne ja, dieses klebrige Gefühl im Mund. Für alle, die es noch nicht kennen, Holy ist im Grunde die bessere Alternative zu ja, klassischen Softdrinks ohne Zucker, ohne künstliche Aromen und richtig lecker. Bei meiner nächsten Kuba-Reise ist Holy auf jeden Fall Bestandteil meines Gepäcks. Durch das Pulver ist es leicht zu transportieren und bietet mir in Kuba einfach eine schöne Trinkalternative. Für alle Kuba-Reisende wird es auch nicht fremd sein, dass Wasser mit Getränkepulver angemischt wird. Qualitativ, geschmacklich und ja, von der Auswahl her sind wir mit Holy natürlich besser aufgestellt. Wenn du Holy mal testen willst, schnapp dir das Starter-Set Deluxe, da ist an sich alles drin. Energy, Iced Tea, Hydration und Milkshakes plus ein Shaker. So kannst du dich durchprobieren und findest deine Lieblingssorte. Mit meinem Code ILOVEKUBA bekommst du 10% Rabatt auf alles. Meinen Link findest du direkt in der ersten Zeile unter diesem Video weareholy.com/ilovekuba/try. Ja, probier's aus. Als der Herbst begann, erreichte die Energiekrise ihren Höhepunkt. Kuba erlebte erneut einen landesweiten Blackout zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit. Millionen Menschen ohne Strom, Tage und Nächte lang. Die Situation war so ernst, dass die Regierung militärische Unterstützung für Havanna anordnete. Müllberge, Wassermangel, stundenlange Ausfälle. Das Leben in der Hauptstadt teilweise still. Gleichzeitig versuchte Kuba außenpolitisch Fuß zu fassen. Diaz-Canel reiste nach Asien, neue Kooperationen mit Vietnam und China wurden vereinbart. Strategische Partnerschaften, die das Land langfristig stabilisieren sollen. Der Peso fiel weiter, die Privatwirtschaft überholte erstmals in der Geschichte den Staat im Einzelhandel. Ein historischer Moment und gleichzeitig ein Zeichen dafür, wie schwach der staatliche Sektor geworden ist. Und dann passierte etwas, das vieles überschattete. Hurricane Melissa. Einer der heftigsten Stürme der letzten Jahre traf Kuba hart. Millionen Menschen ohne Strom, Tausende evakuiert. Ausgefallene Kliniken, zerstörte Häuser, verwüstete Straßen und trotzdem keine Todesopfer. Ein Zeichen dafür, wie gut der Katastrophenschutz funktioniert, selbst unter schwierigsten Bedingungen. 2025 war ein Jahr, das mich in vielerlei Hinsicht nachdenklich gemacht hat. Während ich die Nachrichten zusammengetragen habe, während ich Zahlen analysiert habe, während ich versucht habe, das Gesamtbild zu verstehen, gab es immer wieder Momente, in denen ich dachte, wie sehr kann ein Land eigentlich aushalten? Aber gleichzeitig jedes Mal, ja, wenn wir auf Kuba waren oder wir haben ja täglich Kontakt nach Kuba, spürte ich die Wärme, die Gastfreundschaft aber auch und diese besondere Energie, die man nur schwer erklären kann. Vielleicht ist genau das Kuba und diesen Spruch kennt ihr auch, ein Land voller Widersprüche. Ein Land voller Krisen, aber auch ein Land voller Herz. Und deswegen mache ich diese Videos.
Nicht nur, um über Probleme zu sprechen, sondern auch, um zu zeigen, dass ja Kuba mehr ist als nur Schlagzeilen. Und ja, das hat uns, denke ich, 2025 gezeigt. In diesem Jahresrückblick wollte ich ja euch mitnehmen durch die großen Ereignisse 2025. Das Jahr voller Herausforderungen, aber auch voller Menschlichkeit. Ein Jahr, das Kuba verändert hat und ja, ich denke mal auch uns. Wie verletzlich das System allerdings auch ist und oder sein kann und wie stark aber auch die Menschen sind. Und wie wichtig internationale Aufmerksamkeit ist. Und ja, deswegen diese Videos. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu im nächsten Jahr genauso wie in diesem Jahr. 2026 wird auch eine Herausforderung für Kuba, aber ich denke, wir müssen dem Ganzen positiv entgegensehen. Wie schon angekündigt, werde ich 2026 im März nach Kuba reisen. Das heißt, ich werde auch da natürlich wieder mitfilmen, eine kleine Vlogserie starten. Das wird dann höchstwahrscheinlich erst dann im April dann ausgestrahlt. Aber ja, so soll es erstmal sein. Ich bedanke mich nochmal. Vielen Dank für ein Jahr 2025 mit euch, für eure Unterstützung und dass ihr immer dabei wart. Für die vielen Kommentare, größtenteils positiv, freut mich natürlich sehr. Auch die negativen, ja, man kann ja immer schauen und gucken, ist da was dabei, wo man sagen kann, da hängt was dran oder kann man nachvollziehen oder ist das halt wirklich Humbug. Naja, von daher, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Guten Rutsch ins nächste Jahr. Saludos, ciao.